Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und diese Augen zeigen, wir können nicht überall sein, denn wir müssen uns manchmal auf technische Hilfsmittel verlassen. Und das ist im Bereich der Augen oftmals ja eine Überwachungskamera. Und da haben wir wieder was Neues hier von EasyVis, oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich denke zumindest, dass es sich so ähnlich anhört. Die CB8, eine 2K Überwachungskamera. Wir schauen uns das Ding einmal an. So, werfe einen kurzen Blick auf die Verpackung und wir sehen hier, dass wir natürlich eine Batteriekamera, also eine Kamera mit Akku haben, die CB8 mit 2K, und das Ganze wird über USB-C mit dem Solarpanel verbunden. Ihr habt Auto-Tracking, das heißt, ihr könnt ein Objekt auch verfolgen. Ihr habt fast 360 Grad Panorama-View. Ihr habt eine wiederaufladbare Batterie, 10.400 mAh, und das Solarpanel hat tatsächlich stattliche 4,2 Watt. Das sollte im Normalfall dafür reichen, dass sogar auch im Winter, wenn weniger Sonne da ist, die Kamera eigentlich immer mit vollem Akku sozusagen da ist. Ja, der Bewegungswinkel ist sehr groß bei der Kamera. Ihr könnt weit drehen, das zeige ich euch jetzt gleich dann auch nochmal. Wir haben natürlich Apps für iOS und Android mit an Bord. Das dürfte, denke ich, klar sein. Gucken wir nochmal kurz hier so ein bisschen auf die Seite, wobei nur ganz kurz. Oben seht ihr nochmal 340 Grad. Im Pan-Bereich, 65 Grad im Tilt-Bereich, das zeige ich euch wie gesagt gleich nochmal. Und dann haben wir hier unten noch einige Fakten, wo unter anderem dann auf die Nachtsicht hingewiesen wird. Voice Assistants sind mit dabei, 10.400 mAh Batterie haben wir mit an Bord, 4 Meter langes Kabel, also insofern einige Details, die vielleicht noch für euch relevant sind. Und wir steigen direkt ein mit dem Unboxing. So, dann drehen wir das Ganze einmal um und packen aus, was denn hier so alles drin ist. Einmal die Packung geöffnet und dann geht es los mit einem etwas größeren, ja, Karton im Karton, wie man so schön sagt. Ich vermute mal, da ist das Solarpanel drin, denn das dürfte mit das Größte an diesem Paket sein, also neben der Kamera logischerweise. Hier, was haben wir hier? Mal eine Installationsanleitung. Okay, hier wird nochmal beschrieben, wie man die Kamera befestigen kann. Das scheint wohl nicht jeder hinbekommen zu haben, oder da scheint es wohl Probleme zu geben, weil normalerweise ist die Anleitung ja immer in digitaler Form enthalten. Ah ja, genau, da ist es auch. Das könnt ihr hier nämlich einfach scannen und dann kommt ihr auf die digitale Anleitung. Eine physische Anleitung liegt tatsächlich nicht bei. Muss für mich immer auch nicht, ne, weil ich meine, man kann sich ja einfach runterladen. Vor allen Dingen hat man so immer die aktuellste Version. Theoretisch steht das hier dann aber auch nochmal auf Deutsch. Dann haben wir hier oben noch ein kleines Kästchen. Oh, was könnte da drin sein? Gucken wir gleich mal. Und dann hier natürlich die Kamera, und die ist deutlich größer, als ich es erwartet hatte. Ich hatte die jetzt wirklich kleiner in der Erwartungshaltung. Das ist schon eine größere Kamera, sage ich jetzt mal. Ich meine, bei so einem riesen Akku muss es natürlich auch ein größeres Gehäuse mal mindestens sein, aber auch hier vorne der ganze Kamerakopf, der ist auf jeden Fall größer, als ich ihn erwartet habe. Tun wir die Kamera aber erstmal beiseite, die gucken wir uns gleich noch im Detail an. Jetzt erstmal noch, was hier ansonsten noch dabei ist. Wir haben hier neben der Halterung für die Kamera logischerweise noch jede Menge Kram. Hier nochmal Anleitungen. Mein Gott, da ist aber eine ganze Menge dabei. So, ich vermute, das ist dann jetzt nochmal für die Halterung von dem Solarpanel die Anleitung. Eine Service Card, diverse andere Karten. Aber vor allen Dingen auch der Aufkleber, um das Ganze anbohren zu können. Diverse Garantiekarten und so weiter und so fort. Ist jetzt weniger relevant. Schrauben und Dübel, um in dem Fall das Solarpanel anbringen zu können. Das ist dann hier noch ein zusätzliches Kabel, wofür das auch immer sein mag. Kann ich mir jetzt gerade nicht unbedingt vorstellen, höchstens um die Kamera an den Rechner anzuschließen oder so. Das ist die Halterung für das Solarpanel, denn die Kamera hat ja eine andere Halterung, die zeige ich euch gleich nochmal. Und jetzt gucken wir einmal auf das Solarpanel, so das denn hier rauszukriegen ist. Ja, es ist nämlich genau mit dem Kabel andersrum reingesteckt. Okay, müssen wir von der anderen Seite machen, denn das Kabel ist hier in so einer Pappverpackung oder in so einem Pappteil in der Verpackung noch. Das kriege ich sonst so nicht rausgezogen. Ziehen wir das mal auf der anderen Seite raus. Dann haben wir hier auch das Solarpanel. Sehr gut. Ja, das ist doch mal eine vernünftige Größe für ein Solarpanel. Und gucken wir mal eben auf der Rückseite. 4,2 Watt hat der Hersteller ja gesagt. Sollte sich das bestätigen? Ja, hier steht es auch nochmal. Also 4,2 Watt ist da der maximale Output. Dürfte, denke ich, klar sein, dass das nur bei optimaler Sonneneinstrahlung passieren kann. Aber ich denke, das ist jedem bewusst. Und es ist halt USB-C, logischerweise, damit ihr dann die Kamera auch entsprechend laden könnt. Und im nächsten Schritt gucken wir uns die Kamera dann mal im Detail an.
Wie gesagt, ich hatte die Kamera oder hätte die Kamera jetzt nicht so groß erwartet. Ihr seht hier nochmal, das ist wirklich keine kleine Kamera. Also der Kamerakopf hier ist wirklich relativ groß. Hier seht ihr nochmal, wie weit sich das Ganze drehen lässt. 360 Grad lässt es sich nicht drehen, aber halt eben 340 Grad und dann hier über 60 Grad auch nochmal in der Senkrechten. Hier hinten die Halterung für die Kamera, etwas außergewöhnlich. Könnt ihr sowohl an der Decke als auch an der Wand verschrauben, als auch natürlich an beidem, je nachdem, wo ihr das Ganze anbringt. Und eigentlich einfach dann zu installieren, einfach aufklipsen und hat hier vorne so eine kleine Halterung oder beziehungsweise eine kleine Sicherung, mit der ihr das Ganze dann auch wieder lösen könnt, finde ich eigentlich ganz gut gelöst und sollte damit kein Problem sein, das Ganze auch anzubringen. Auf der Unterseite haben wir einmal den Lautsprecher. Wir haben dann hier im rechten Bereich einmal den USB-C-Port, also da könnt ihr dann das Solarpanel oder auch jede andere Lademöglichkeit anschließen, den Power-Button, um die Kamera ein- und auszuschalten, und das ist es dann an der Unterseite eigentlich schon gewesen. Hier oben am Kamerakopf haben wir dann im oberen Bereich den Peer-Sensor, der dann für die Bewegungserkennung notwendig ist. Dann einmal natürlich die Kameralinse, links das Mikrofon, rechts den photoelektrischen Sensor. Und im unteren Bereich folgt dann hier unten sowohl der Teilbereich, wo das IR-Light drin sitzt, als auch das Spotlight und unten dann noch die LED-Zustandsanzeige, während hier in diesem Bereich dann der Reset-Button und auch der Micro-SD-Kartenslot ist. Also insofern macht erstmal das Ding einen guten Eindruck. So, genug der Theorie, jetzt gucken wir mal, wie das Ganze hier bei uns auf dem Balkon zumindest für den Test angebracht ist. Ihr seht, das Solarpanel musste ich hier so ein bisschen aufstellen auf dem Grill, weil ich es nicht anschrauben konnte. Ihr solltet das logischerweise an einen Ort anbringen, wo möglichst viel Sonne den Tag über da ist, für möglichst hohe Sonneneinstrahlung auch im Winter. Ihr habt 4 Meter Kabel, ihr seid also recht flexibel bei der Installation. Ganz wichtig ist, die Kamera hat ein ganz ordentliches Gewicht, deswegen bringt bitte die unbedingt mit vernünftigen Schrauben an. Ich habe es jetzt hier testweise natürlich nur angeklebt, weil ich hier bei uns am Balkon keine Möglichkeit habe, die Kamera anzuschrauben, aber ihr solltet das bitte unbedingt tun, denn die Kamera hat ein halbwegs ordentliches Gewicht. Dadurch, dass der Motor sich noch bewegt, gibt es eine gewisse Vibration, deswegen schraubt es bitte unbedingt an. Für den Test ging es jetzt hier bei uns natürlich auch mit der Klebevariante. Ja, vom Grundsatz her habt ihr vorhin schon gehört oder beziehungsweise gesehen, die Kamera lässt sich natürlich sehr weit schwenken und sehr weit drehen, 340 Grad in der horizontalen und 65 Grad in der vertikalen. Also ihr habt ein wirklich breites Blickfeld, was ihr da bearbeitet könnt, und das Schöne ist, der Motor ist auch sehr leise, also das heißt, man hört ihn kaum und die Bewegungen werden dann aus der App, wenn die Netzwerkverbindung gut ist, dann auch sehr zügig übertragen, sodass ihr da kaum Lag habt. Guckt bitte unbedingt auch beim Installationsort, dass eine halbwegs gute Netzwerkverbindung vorhanden ist, damit ihr eben die Möglichkeit habt, auch von unterwegs drauf zuzugreifen und eben nicht nur die Videos nachher von der Speicherkarte runterzunehmen. Das empfehle ich euch unbedingt auch. Bitte nutzt da eben die 4 Meter Kabel zwischen Solarpanel. Bei dem ist egal, ob ihr WLAN habt, der Kamera eben nicht. Deswegen solltet ihr das unbedingt ausnutzen. Ja, hier seht ihr jetzt nochmal, dass das Ding auch tatsächlich 340 Grad zu schwenken ist. Also insofern, das ist alles überhaupt kein Problem und ihr habt da eigentlich euren ganzen Innenhof oder wo auch immer ihr die Aufnahmen macht im Blick. Und jetzt würde ich sagen, im nächsten Schritt zeige ich euch das, was wir jetzt hier mal in der Außenansicht haben, auch direkt mal in der App. Wie funktioniert die App? Was gibt es da für Details? Wir gehen ins nächste Kapitel. So, und wenn die Hardware einen guten Eindruck macht, dann wollen wir uns natürlich auch angucken, ob denn auch die Software einen guten Eindruck macht. Und deswegen werfen wir jetzt mal einen Blick hier in die App hinein und wir sehen hier, dass wir hier in der Schnellansicht jetzt theoretisch mehrere Geräte sehen könnten. Ich habe jetzt logischerweise nur eine Kamera, deswegen können wir hier auch nur eine Kamera anzeigen. Theoretisch geht da aber auch noch mehr. Ihr könnt die Kamera scharf stellen oder nicht scharf stellen, sprich soll sie reagieren oder eben nicht, und habt natürlich vielfältige Einstellungsmöglichkeiten im Bereich der Kamera. Ihr könnt das Ding unterschiedlich benennen. Ihr habt hier verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten, die gehen wir jetzt mal in aller Kürze so ein bisschen durch. Batteriezustandsanzeige mit den entsprechenden Betriebsmodi. Ganz wichtig, je nachdem, wie lange natürlich aufgezeichnet wird und so weiter und so fort, könnt ihr das einstellen. Ich würde es immer individuell machen, weil jeder braucht individuelle Zeiträume und Zeiträume im Sinne von, wie lange ist die Aufnahme, das kann man hier einstellen, würde ich immer so machen und gerade in der Unterscheidung zwischen Sommer, viel Sonnenenergie und Winter, wenig Sonnenenergie, da auch noch die Möglichkeit haben zu reagieren. Die intelligente Erkennung lässt sich umstellen zwischen Erkennung menschlicher Körper, also sprich dieses vorhin schon zitierte Tracking von Personen,
Drohnen und der ganz normalen Peer-Infraroterkennung. Der Nachteil bei Peer ist halt, wenn Hitzequellen oder ähnliches in der Nähe sind, funktioniert das ja nicht so gut. Da funktioniert dann die in Anführungsstrichen intelligente Personenerkennung dann besser. Müsst ihr mal ein bisschen ausprobieren, was da für euch die bessere Variante ist und vor allen Dingen auch ein bisschen mit der Erkennungsempfindlichkeit rumspielen, damit ihr da eine vernünftige Erkennung auch bekommt. Benachrichtigungen sind, denke ich, klar, bekommt ihr auf euer Gerät einen kurzen Hinweis, dass was erkannt wurde und das lässt sich dann anzeigen und da könnt ihr auch direkt auf die Kamera draufspringen. Audioeinstellungen ist auch klar, soll der Ton mit aufgenommen werden oder nicht, soll die Kamera euch Sprachanweisungen geben, wenn ihr was tun wollt und wie soll gegebenenfalls eine akustische Benachrichtigung ja bei Bewegungserkennung erfolgen über die Alarmsirene, soll das oder soll das nicht erfolgen, das könnt ihr hier halt entsprechend konfigurieren. Ihr könnt das Bild noch mal ein bisschen einstellen, ist aus meiner Sicht gar nicht so sehr nötig, seht ihr nachher beim Footage. Ihr könnt die farbige Nachtsicht aktivieren, sprich soll der Spot eingeschaltet werden oder eben soll der Spot nicht eingeschaltet werden und vor allen Dingen wie stark soll er eingeschaltet werden. Ihr könnt hier auch im Bereich OSD euch noch anzeigen lassen, dass der Gerätename mit aufgenommen wird. Das macht natürlich Sinn, wenn ihr mehrere Kameras habt, damit ihr immer wisst, welche Kamera vielleicht gerade aufgezeichnet hat. Lichteinstellung ist, denke ich, auch klar. Wollt ihr die Kamera-Statusleuchte einschalten oder nicht? Ich würde immer sagen, muss ausgeschaltet sein, sonst macht eine Überwachungskamera weniger Sinn. Punktstrahler-Einstellung heißt nichts anderes, als dass die LED-Spots hier mit der Helligkeit konfiguriert werden und optische Benachrichtigungen habt ihr gerade gesehen. Das können wir uns quasi dann auch noch anzeigen lassen. So, was hier noch drin ist, ist die Personenverfolgung. Macht aus meiner Sicht bei einer PTZ-Kamera auf jeden Fall Sinn, das zu aktivieren. Sie muss halt vernünftig funktionieren. Dann ist es durchaus sinnvoll, weil damit könnt ihr da halt die Person in der Bewegung in eurem Kamerabereich halt auch mit Motorleistung sozusagen überwachen. Das macht für mich total Sinn und ihr könnt hier auch noch die PTZ-Position kalibrieren. Das dürfte, denke ich, klar sein. Die Aufnahmeliste, ich habe jetzt keine Speicherkarte drin, weil ich habe es bei mir direkt in die Cloud gespeichert, gab eine kostenlose Testphase, da habe ich das einfach direkt mitgemacht. Videoverschlüsselung lässt sich aktivieren und halt natürlich auch das Passwort ändern. Im Bereich der Datenschutzeinstellungen und ansonsten hier WLAN-Konfiguration, Geräteinformationen. Ihr könnt das Gerät natürlich auch für jemand anderen freigeben und unten war dann noch das Thema Cloud Play aktiviert, beziehungsweise lässt sich aktivieren. Hier seht ihr dann nochmal, was bisher schon für Ereignisse aufgezeichnet wurden. Ich habe bisher nur ein bisschen getestet und gestartet. Da ist die erste Aufzeichnung gestartet worden. Dann könnt ihr das Ganze auch noch mit anderen EasyViz-Produkten verknüpfen. Das ist auch möglich. Und dann springen wir einmal direkt in die Kamera rein und hier seht ihr das Bild, was dann kommt, wenn ihr in die Kamera reingeht. Da könnt ihr dann natürlich im oberen Bereich Ton aktivieren oder beziehungsweise auch nicht. Könnt die Kamera logischerweise auch schwenken. Bei mir ist jetzt halt die Verbindung übers WLAN aus welchen Gründen noch immer irgendwie hier auf dem Balkon eher schlecht. Deswegen seht ihr, das dauert jetzt eine Sekunde. Ich habe es dann nachher nochmal hier drinnen probiert. Da geht es dann besser. Also für eine gute WLAN-Verbindung macht schon Sinn, gerade wenn ihr PTZ intensiv nutzen wollt. Voreingestellte Orte für mich eine coole Funktion, weil dann könnt ihr bestimmte Spots schon markieren und die direkt ansteuern. Das ist halt ganz cool, weil dann braucht ihr nicht immer mit den Pfeilen agieren. Finde ich persönlich eine gute Lösung, gerade wenn ihr vielleicht bestimmte Spots habt, die ihr mal anspringen wollt, lassen sich diese halt dann hier abspeichern und wieder anfahren. Ja, ansonsten ist das, wie gesagt, 360 Grad links, rechts und knapp 65, glaube ich, in der Senkrechten. Also da könnt ihr schon einiges mit abdecken. Was haben wir hier unten dann noch? Wir können natürlich im Bereich Sprechen mit jemand anderem kommunizieren, also sprich mit demjenigen, der der Kamera gegenübersteht, über Mikrofon und Lautsprecher. Ihr könnt einen Screenshot bei euch auf dem Telefon abspeichern. Ihr könnt auch eine Aufnahme direkt bei euch auf dem Telefon machen, jetzt unabhängig davon, dass die Kamera selber aufzeichnet. Auch das kann immer mal wieder Sinn machen, wenn man mal schnell was runterziehen will, ohne dass es jetzt unbedingt erst auf der Kamera landen soll. Ihr könnt die Auflösung natürlich konfigurieren und einstellen. Ihr könnt theoretisch ein 360-Grad-Bild aufnehmen. Das geht jetzt bei uns hier halt nicht, weil im Hintergrund der Balkon ist. Und ihr könnt, sorry, jetzt bin ich hier zwar auf Cloud gekommen, aber das war gar nicht der Sinn und Zweck. Ihr könnt hier natürlich auch noch die Alarmfunktion, also die Sirene aktivieren. Wenn ihr seht, dass irgendwas passiert und ihr wollt denjenigen verschrecken, dann gibt es auch die Möglichkeit noch und Bild im Bild ist auch noch in der Funktion mit dabei. In der Mitte des Bildes, und das haben wir bis jetzt so ein bisschen übersprungen, ist natürlich das, was ihr jetzt aufgezeichnet habt. Also einmal auf der Speicherkarte, da ist jetzt hier bei mir nichts, weil ich keine drin habe, aber eben hier in dem Fall in der Cloud sind die Bewegungen, die ich vorhin, als ich die Kamera eingerichtet habe und so weiter und so fort, die aufgezeichnet wurden, auch gespeichert und die könnt ihr jetzt löschen, damit machen, was ihr wollt. Hier seht ihr, ich habe die Kamera durch die Gegend getragen. All das lässt sich hier tun. Also insofern, die App ist definitiv rund, wenn es auch gleich an manchen Stellen noch etwas hakelt.
So, kurzer Blick aufs Bildmaterial und ihr seht, hier ist es heute etwas windig gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr es interpretiert, aber für mich ist das Bildmaterial in Ordnung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es überwältigend gut ist, aber es ist definitiv in Ordnung. Und hier jetzt dann mal auch nochmal die Fotoaufnahme bzw. ein Screenshot aus der App genommen, sodass man hier nochmal sieht, dass aber trotzdem die Erkennung auch auf weite Entfernung hinten im Innenhof eigentlich ohne Probleme möglich sein sollte. Hier gleiches Prinzip, anderer Winkel, sodass wir auch hier nochmal sehen können, das sollte im Prinzip ausreichen, um da entsprechende Personen erkennen zu können. Dafür ist die Auflösung mehr als ausreichend. Ich habe es auch in der Nacht getestet. In der Nacht war es auch in Ordnung. Gerade IR-Sicht ist okay. Mit dem Spotlight komme ich natürlich nicht bis hinten. Das ist dann eher für den Nahbereich, glaube ich, auch gedacht. So, damit sind wir beim Fazit angekommen zur CB8 von EasyVis. Ich möchte zuerst mal noch mal kurz ein Wort über das Solarpanel verlieren. Wir haben ja jetzt Oktober, sprich die Sonne ist nicht mehr ganz so intensiv. Ich konnte es ein paar Tage lang testen und habe dabei gemerkt, dass die Größe schon auch in dem Fall entscheidend ist. Sprich, dieses große Panel reicht auch im Herbst aus, um diese Kamera mit ausreichend Strom zu versorgen. Wenn mal längere Zeit Dunkelheit ist, könnt ihr halt auf die 10.400 mAh großen Akku verweisen. Das ist dann halt auch noch ein Wort und das ist natürlich auch ein großer Vorteil dieser Kamera. Also sprich, ihr braucht nicht unbedingt immer nur Sonnenenergie, wo ihr da mit dem ganzen Thema unterkommt, sondern könnt eben auch auf den Akku mal setzen, wo dann zwischendurch vielleicht auch mal ein bisschen weniger Sonne ist. Macht das Ding aber auch groß und schwer, muss man ganz klar sagen. Die Kamera ist verhältnismäßig schwer und aus meiner Sicht verhältnismäßig groß. Bildqualität ist dafür in Ordnung, gerade auch, weil ihr halt eben 360 Grad und 65 Grad drehen könnt. Das finde ich ja persönlich immer ganz praktisch. So könnt ihr halt ein größeres Feld abdecken als mit einer statischen Kamera. Wie gesagt, Bildqualität reicht aus, um tagsüber was erkennen zu können. In der Schwarz-Weiß-Nachtsicht reicht es auch aus, um weitere Entfernung zu sehen. Der Spot ist dann nicht ausreichend, um bei uns bis in den Innenhof zu leuchten. Also das hat dann entsprechend leider nicht gereicht. Vom Grundsatz her muss man sagen, wichtiges Ding ist auf jeden Fall, schließt das Ding so gut ans WLAN, dass es vernünftig funktioniert. Gerade, ihr habt es gesehen, es hat bei mir ein bisschen geleckt. Das ist etwas schade. In der ansonsten gut konfigurierten App war das nämlich ein bisschen schwierig. An manchen Stellen ist mir die App etwas zu verschachtelt, aber da muss man vielleicht einfach auch nur ein bisschen Übung mit reinstecken. Insgesamt Verarbeitungsqualität und so, alles kein Problem, fühlt sich alles gut an. Der Akku ist definitiv ein Highlight und ansonsten auch, wer gerne PTZ nutzen möchte, für den ist das definitiv was man sich anschauen sollte. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich versuche dann alles zu beantworten, was mir möglich ist. Ich hoffe, das Video hat euch ein kleines bisschen gefallen, ein kleines bisschen weitergeholfen in der Entscheidung, ob die CB8 das Richtige ist. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.